Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch eine Lernmethode vorstellen, die ich selber, ja, wie ihr seht, benutzt habe, denn offensichtlich ist das kein Deutsch, sondern Russisch. Und ja, bei diesen Begriffen, bei diesen Vokabeln hat mir diese Lernmethode sehr geholfen und ich habe mich entschieden, euch genau diese Vokabeln dann auch zu zeigen, weil ja, es hier dran sehr leicht sein wird, euch das System zu erklären. Und darum geht es mir heute. Also, das erste Wort heißt Возвращаться. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich nur gedacht, Hilfe! Oh mein Gott, wie soll ich mir dieses Wort merken? Also, wie habe ich es mir letztendlich gemerkt? Das ist so, ich habe es mir in Teile aufgeteilt, die mir bekannt vorkommen. Und zwar so, was klingt ein bisschen wie das deutsche was. So, also konnte ich mir das erste merken, was. Vra, da habe ich lange überlegt, weil im Deutschen gibt es nicht so viele Wörter, die mit vra oder irgendetwas anfangen. Ja, dann ist mir aber eingefallen, dass es erstens das Vrep, das Mexikanische gibt zum Beispiel. Aber wir kennen auch vom Schiff das Wrack. Wrack. Was, vra. So, ihr seht schon, hiervon brauche ich nicht alles, sondern nur das Vra. Was, Vra. Und jetzt kommt Schat. Schatz. Genau, bis hier, Schatz. So, das ist relativ einfach zu raten. Im Deutschen gibt es das Wort Schatz. So, und das letzte Jahr ist auch einfach im Deutschen. Ja. So, was habe ich daraus gemacht? Ich habe mir den Satz gemerkt, der natürlich keiner perfekten deutschen Grammatik unterliegt, der mir aber sehr geholfen hat, mir das Wort zu merken. Und zwar den Wort was, Wrack, Schatz. Das kann so viel bedeuten wie, ja, also wenn ihr einen Wrack habt, ein Wrack ist ja zum Beispiel, ja, ein kaputtes Schiff kann das zum Beispiel auch sein. Das Wrack von einem Schiff. Und also ein Wrack ist etwas heruntergekommenes, kaputtes, zerstörtes, altes. Ja, ich glaube, zu Autos könnte man das auch sagen. Auf jeden Fall sagt man das eben auch zu diesen Schiffen. Wenn die so, ja, wenn das Schiff einen Unfall hatte, das ist verunglückt im Meer und dann liegt das jetzt unter Wasser, dann kann man das auch als Wrack bezeichnen. Und manchmal, wenn das zum Beispiel ein Piratenschiff war oder das Schiff von einem König, ist es ja möglich, dass man dort einen Schatz finden kann. Also, was? Wrack, Schatz? Wie gesagt, das ist kein perfekter deutscher Satz. Für mich war es aber gut. Der Satz klingt ein bisschen verrückt. Vielleicht ist es sogar noch verrückter, wenn man tatsächlich das Vrep nimmt. Das ist etwas zu essen. Und ja, genau, wenn man das Vrep nimmt, dann kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass ich so dieses Brot habe, dieses gerollte Brot. Ich versuche das einmal aufzumalen. Also, soll das Brot sein, das gerollte Fladenbrot oder so etwas ist das. Und da drin ist jetzt Salat mit Gurke und Thunfisch und allem Möglichen, wie man möchte. So, und jetzt stellt euch vor, ihr seid auf Schatzjagd und ihr habt endlich die Schatztruhe gefunden. Ihr öffnet die Schatztruhe und findet da drin ein altes, vergammeltes Wrap. Also sowas wie ein Sandwich.
Ja, das ist ein relativ bildliches, extremes, stinkendes Beispiel. Und das ist genau das Richtige, um sich ein neues Wort merken zu können. Denn ich habe mir die Geschichte einmal kurz ausgedacht und schon konnte ich mir das Wort merken. So, und mein Satz ist jetzt also, was, sagen wir, Wrebschatz, also ein Wrebschatz, das ist der Schatz mit Fragezeichen und dann als Ausrufezeichen, ja! So konnte ich mir das Wort Wasvraschatsia merken. Natürlich muss man sich jetzt noch merken, was das bedeutet. Das ist für euch jetzt nicht so wichtig. Für euch geht es darum, wenn ihr ein neues Wort lernt im Deutschen und das kommt euch so kompliziert vor, das habt ihr noch nie gehört und in eurer eigenen Sprache gibt es nichts, was irgendwie so ähnlich klingt, dann müsst ihr das Wort einteilen, Stück für Stück. Genau, hier habe ich es ja noch einmal getrennt. Und das hier zum Beispiel, wenn ich das lese auf Russisch, auf Kyrillisch, das sieht so kompliziert für mich aus. Aber wenn ich das einfach lese und überlege, gibt es nicht irgendetwas, das mir hilft, dann sehe ich, Schatz, das wird natürlich nicht genauso ausgesprochen, aber es klingt doch sehr ähnlich wie Schatz. Und das kann ich mir leicht merken, weil das meine Muttersprache ist. Also, wenn ihr ein Wort seht, was ihr euch nicht gut merken könnt, teilt das ein, erzählt euch, wenn irgendwie möglich, eine kleine Geschichte dazu oder stellt euch ein Bild vor, irgendetwas Verrücktes. Desto bunter und größer und bildlicher ihr euch das vorstellt, desto besser werdet ihr euch das merken können. So, und jetzt kommen wir hier zu dem nächsten. Advietit Saglasiem und Advietit Atkasam. Advietit heißt antworten, das wusste ich schon, das musste ich mir also nicht mehr merken. Das hat also hier wenig zu suchen, das gehört aber mit dazu quasi. Das ist das Verb. Ja, aber wir wollen ja hier kein Russisch lernen, sondern Deutsch. Also, genau, das kannte ich schon, dafür musste ich mir keine Eselsbrücke bauen, denn so nennt man das, wenn man sich irgendeine verrückte Idee überlegt, die einem hilft, sich etwas zu merken. Das nennt man Eselsbrücke. So, aber das hier fand ich kompliziert. Saglasiem. So, und Saglasiem klingt für mich ein bisschen wie ein Glas. Ein Glas. Ja, mein Glas sieht so ähnlich aus wie mein Sandwich. Aber hier haben wir jetzt Wasser drin. Oder vielleicht auch Saft. Ich mache mal einen Strohhalm da rein, dann kann man sich vielleicht eher merken, dass das ein Glas sein soll. Und nicht ebenfalls ein Sandwich oder Wrap. Ja, also Advietit heißt antworten, das wusste ich. Antworten. Und Saglasiem bedeutet so viel, ja, wenn man das auf Deutsch übersetzt, dann fehlt das Antworten. Also man sagt nicht antworten, Saglasiem auf Deutsch, sondern sein Einverständnis erklären. Ich würde mich nicht wundern, wenn ihr hierfür genau diese Übung braucht, denn das ist ein relativ langer, komplizierter Satz. Ja, also im Russischen ist es leichter. Nicht, dass ihr mir jetzt alle abspringt und anfangt, Russisch statt Deutsch zu lernen. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, ja, im Russischen ist das leider etwas einfacher. Im Deutschen heißt das sein Einverständnis erklären oder das Einverständnis erklären. Ich erkläre mein Einverständnis. So, und Advietit Atkasam bedeutet, ja, im Deutschen ist es wirklich kompliziert, ja, sich dagegen aussprechen, also das Gegenteil von mein Einverständnis erklären, widersprechen. Ich finde das gerade nicht gut, diese Idee. Und das antworte ich. Eben, so funktioniert das im Russischen. So, wie konnte ich mir das jetzt merken? Also, Glas wie Glasiem, Saglasiem und Kasam, Atkasam hat mich an Kasa erinnert. Und das ist leider kein deutsches Wort. Hier brauchte ich tatsächlich noch eine andere Sprache, die mir geholfen hat. Aber das Wort Kasa
naja. Das kannte ich schon ein bisschen länger. Und zwar ist das in Deutsch ein Haus. Also das Wort Casa ist für mich sehr gebräuchlich gewesen schon vorher. Deswegen, ja, das braucht noch einen Schornstein. Hier ist noch ein kleiner Schornstein, dann könnt ihr noch etwas lernen. Hier kommt der Rauch aus dem Schornstein. Das ist übrigens das Fenster, die Tür, die Vorderseite des Hauses. Ja, also dieses wunderschöne Haus heißt auf Spanisch Casa. Und das merke ich mir mit ad casam. So, wie merke ich mir jetzt aber die Bedeutung? Hier habe ich nämlich tatsächlich etwas gefunden, wie ich mir die Bedeutung merken kann. Ich habe mir vorgestellt, dass ich in der rechten Hand ein Glas halte und in der linken Hand ein Haus. Casa. Warum rechts und links? Ganz einfach. Im Englischen zum Beispiel heißt right rechts, aber auch richtig. Also einverstanden sagen. Ich sage, das ist richtig. Ich antworte, das ist richtig. Mein Einverständnis erklären. Und links, ja, ist das Gegenteil von rechts. Und so konnte ich mir dann wieder merken, dass das eben bedeutet, nein, ich will nicht. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Es gibt manchmal einfache Eselsbrücken, manchmal gibt es schwierigere Eselsbrücken, aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. So, und hier müsste ich euch vielleicht auch noch kurz sagen, weil ihr euch jetzt fragen werdet, Glas, das ist ja nur ein kleiner Teil von dem Wort und Casa ist auch nur ein kleiner Teil von dem Wort, aber ad ist eine russische Vorsilbe, ja, die schon ein bisschen bedeutet, dass ich mich von etwas abwende, ich gehe von etwas weg. Und za bedeutet, glaube ich, ja, dass ich, also das Gegenteil von ad. So, das heißt, das sind die Vorsilben, die habe ich abgetrennt. Danach kommt meine Eselsbrücke, Glas oder Casa, Haus. Und dann ist die Endung fast gleich. So, ihr müsst euch zum Glück nicht dieses Wort merken, sondern ihr müsst euch viele, viele deutsche Vokabeln merken. Und wenn ihr euch deutsche Vokabeln merkt, erstens möchte ich hier noch kurz erwähnen, im Deutschen gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Vorsilben. So, die Vorsilbe fair, die Vorsilbe vor, ge, end. So, und ja, ich kann euch jetzt leider nicht bei allen diesen Vorsilben sagen, was die alles bedeuten können. Die meisten Vorsilben können mehrere Bedeutungen haben. Das ist im Russischen genauso wie im Deutschen. Und wahrscheinlich in jeder Sprache so. Ja, im Französischen gibt es das zum Beispiel auch mit dem re, also zurück. Im Deutschen kann man zum Beispiel auch zurück als Vorsilbe nehmen. Zurückkehren, zurückgehen, zurückkommen, sich zurückziehen. Das hat alles etwas mit zurück zu tun. Und so könnt ihr ganz schnell neue Verben lernen. Oder entlegen, entsprechen, entziehen. Ja, also da jetzt eine feste Bedeutung für das Wort ent zu finden, ist ein bisschen schwieriger. Ich werde mir dann noch einmal Gedanken zu machen, wenn ihr das möchtet. Vor ist einfacher. Vor ist örtlich. Wenn ich jetzt den Stift hier habe, dann halte ich meine Hand vor den Stift. Ihr könnt den nicht mehr sehen. Jetzt könnt ihr den Stift wieder sehen. Aber wenn ich meine Hand davor halte, seht ihr den Stift nicht. Oder wenn ich das Blatt vor den Stift lege. Ja, jetzt würde man mehr über sagen. Warum? Weil die Sachen jetzt näher an dem Tisch sind, also würde man die Örtlichkeit an dem Tisch ausrichten. Na, das wird zu kompliziert. Also, im Deutschen gibt es auch Vorsilben.
Man nennt das auch Präfixe und Suffixe. Suffixe sind die Endungen, die man hinten dran hängt. Und das gibt es in ganz vielen Sprachen. Und ja, die so ein bisschen kennenzulernen, ist eigentlich ganz gut, um die Sprache schneller zu lernen, weil ihr dann, weil es euch leichter fallen wird, euch neue Wörter zu merken. So. Das Wichtigste heute, was ihr heute mitnehmen sollt, ist das hier mit den Eselsbrücken bauen. Euch irgendwelche lustigen Geschichten auszudenken. Ich habe da jetzt extra eine andere Sprache genommen und nicht Deutsch, weil ihr euch selber überlegen sollt, welche Eselsbrücken ihr euch baut. Welche Eselsbrücken ihr euch baut, das kommt darauf an, was ihr kennt. Wenn ihr zum Beispiel Arabisch sprecht, werdet ihr euch ganz andere Eselsbrücken bauen müssen, als wenn ihr Türkisch oder Polnisch oder Französisch oder was auch immer sprecht. Also es kommt auf eure Sprache an, was euch dann leicht fällt, euch zu merken. Und da könnt ihr wirklich einfach kreativ sein, überlegen, wenn ihr so ein langes deutsches Wort habt, gibt es da irgendetwas, was mir bekannt vorkommt? Und dann stellt euch dieses Wort wirklich bildlich vor, so wie ich mir jetzt hier das Wrap vorgestellt habe oder den Schatz. Ich stelle mir einen großen, funkelnden Schatz vor mit viel Gold und den Juwelen, und man muss wirklich ein bisschen die Fantasie entwickeln und dann kann man viel schneller Vokabeln lernen. Und auf diese Art und Weise könnt ihr euch, ich weiß nicht, 50, 20 Vokabeln an einem Tag merken. Das kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit ihr investiert und wie sehr ihr diese Methode schon geübt habt. Wie alles andere ist das auch eine Frage der Übung. Am Anfang wird es euch vielleicht schwerfallen, euch Beispiele auszudenken. Aber wenn ihr das anfangt zu üben und das hier benutzt und jeden Tag benutzt bei eurem Deutschlernen, dann wird euch das definitiv helfen. Ja, gut. Ich hoffe, dass ihr hier etwas mitnehmen konntet. Ich hoffe, dass euch das geholfen hat. Und ja, ihr jetzt vielleicht schneller Deutsch lernen werdet. Ja, also, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder ihr habt selber noch irgendwelche guten Ideen oder vielleicht ein paar schöne Beispiele auf Deutsch, ja, das finde ich eine gute Idee. Schreibt mir doch bitte eure Beispiele auf Deutsch. Oder wenn ihr ein deutsches Wort habt, das ihr euch nicht merken könnt, könnt ihr das natürlich auch gerne in den Kommentaren posten. Schreiben, welche Sprachen ihr versteht, und vielleicht fällt mir oder jemand anderem etwas ein, damit ihr euch das Wort zukünftig merken könnt. Denn es gibt nichts Ärgerlicheres und Nervigeres in einer Sprache, wenn man sie lernt, als jedes Mal über ein bestimmtes Wort zu stolpern und zu denken, oh, das habe ich mir schon 100-mal angeguckt, das habe ich schon 1000-mal gelernt und ich vergesse es immer wieder. Und ja, mit dieser Methode passiert euch das nicht mehr. Mit dieser Methode zerlegt ihr das Teil einfach in alle seine das Wort einfach in alle seine Einzelteile, und zwar so lange, bis ihr es versteht und bis ihr es euch merken könnt. Okay, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, eure Kommentare zu schreiben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hier werden zukünftig viele weitere gute Tipps kommen. Ich bin auch immer dankbar für eure Anregungen, die ich gerne aufnehmen werde. Wenn ihr irgendeinen Wunsch für irgendein Video habt, könnt ihr mir das auch immer schreiben. Ich bin gerne bereit, euren Wünschen zu entsprechen. Ich möchte ja, dass ihr so schnell wie möglich lernt. Und ja, das ist meine Motivation, diesen Kanal zu führen, euch beim Deutschlernen zu helfen. Und ja, deswegen freue ich mich auch, wenn ihr das zum Beispiel auf eurer Facebook-Seite postet. Ihr habt sicher, oder die meisten von euch haben sicher Facebook. Und ja, ich habe erst für diesen Kanal angefangen, ja, mich ein bisschen mit Facebook zu beschäftigen. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ihr das bei Facebook auch all euren Freunden zeigt, dort postet, dass möglichst viele erfahren, dass es diesen Kanal gibt. Und ja, dass ich euch gerne Deutsch beibringen möchte. Und ja, vergesst natürlich auch nicht, das zu twittern und wo es das überall gibt, was es alles gibt an sozialen Netzwerken. Schreibt es überall, postet es überall. Ich freue mich über jeden weiteren Menschen, der
ja, davon erfährt und dem ich vielleicht helfen kann. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.